Also die Idee, einen Verein zu gründen, ist wirklich daraus entstanden, weil wir gesagt haben, wir müssen da etwas machen. Es reicht nicht, wenn einzelne Personen das vorantreiben, aktiv sind, sondern wirklich, dass wir das bündeln können, ganz klar mit einem internationalen Fokus. Wenn man dieses Bild hier anschaut, der Gründung des Vereins, da sieht man, dass ganz unterschiedliche Personen drauf sind. Auf der einen Seite ist das Johann Gevers, natürlich ist es auch Nicolas Nicolaison, Wassili Suvorov von Luxoft damals und auch Sören Vogt, der mit iPlotus die ganze Thematik vorangetrieben hat. Oliver Bussmann ist da auch noch drauf. Ich denke, Oliver Bussmann war bereits sehr aktiv in diesem Feld. Den Verein haben wir dann gegründet und auf dieser Basis haben wir dann dementsprechend die ganze Entwicklung gestartet, mit dem das Crypto Valley wirklich dieses Gesicht gekriegt hat. Die Crypto Valley Conference ist ein Event, bei dem eigentlich wir alle unterschiedlichen Interessensgruppen einladen wollen, also sprich die Unternehmen, die Hochschulen, Studierende, aber auch beispielsweise Leute aus Government. Und wir haben dann im 18 haben wir dann die erste Durchführung gehabt, damals noch in Zug selbst und mittlerweile sind wir hier jetzt an der Hochschule Luzern in Rotkreuz und führen sie jetzt hier durch. We started a startup competition for blockchain-based insurance startups. We said, okay, let's add some panels to it, since we have a whole ecosystem of interesting founders, pioneers, startups, service providers here. Let's have them on stage and let's have them share their experiences. And that's how, I think initially it was only half a day, the CV Summit came to reality and evolved over time. Ich glaube, das hat natürlich auch zusätzlich dem Ganzen noch einmal ein bisschen Auftrieb gegeben. Ein Bundesrat, der bei der Öffnung dabei ist. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, everybody. I'm very happy to be here. Also ich glaube, ihm war auch bewusst, dass da was kommt, das nicht an der Schweiz vorbeiziehen soll. Also das heißt, er hat da wirklich gemerkt, dass das ein Thema ist, mit dem wir uns wirklich auch positionieren können, international. Unter diesem Hintergrund wurde dann die Taskforce, die Blockchain Taskforce gegründet, die eigentlich von Uli Maurer damals initiiert wurde aus dem Finanzdepartement. Und da war Matthias Ruch und auch Heinz Denner waren da wirklich die treibenden Kräfte dahinter. In only 1 or 2 months, we gathered 60, 70 representatives of all the different stakeholders, from even the banks joined at the time, a lot of politicians. We would create a white paper addressing the most important points, handed it over at one of our conferences to then Federal Councillor Schneider-Ammann, which then translated eventually into the Blockchain Federation, where we still address basically everything around the competitiveness and attractiveness of Switzerland as a blockchain hub. Aus dieser Taskforce heraus ist dann die Swiss Blockchain Federation entstanden, bei der ich auch Gründungsmitglied war, sodass eigentlich diese Themen weiter vorangetrieben werden können mit einem ganz klaren Schweizer Fokus. Die Konferenz hat mich dann dazu auch bewegt, mit René Hüsel noch etwas zu besprechen und zu schauen, dass wir ein Blockchain Lab gründen können. Da würde ich ganz klar sagen, da waren wir First Mover in der Schweiz. Da hat es nichts gegeben, also keine Ausbildung oder Weiterbildung in diesem Bereich. Und heute sieht man natürlich, dass Weiterbildung im Bereich Blockchain, und zwar in verschiedenen Aspekten, dass es mittlerweile das in der ganzen Schweiz gibt. Also ich finde, es war eigentlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und ich glaube, das ist das Schlüsselwort hier, am richtigen Ort, weil die Schweiz per se einfach, also die FINMA
war sehr aktiv in den letzten Jahren mit der Ausgestaltung der Gesetzeslage, damit es einfach ein bisschen klarer wird, was man darf und was man nicht darf. Das Kapital ist natürlich da, tiefer Steuersatz hilft natürlich auch und dementsprechend auch, dass das Know-how in der Schweiz auch da ist. Das finde ich eben auch noch einen wichtigen Aspekt. Also weißt du auch, das Fazit, das ich jetzt ziehen würde auf die letzten, bei uns sind es die letzten 6 Jahre, ist, dass wir wirklich in einem Hype gestartet sind, das dann in ein kleines Loch runtergegangen ist und wir jetzt wirklich auf einer Entwicklung sind, die kontinuierlich voranschreitet. Zusammengefasst kann man sagen, eben neue Technologien werden kurzzeitig immer überschätzt und langfristig unterschätzt. Ich glaube, das kann man auch für die Blockchain-Technologie sagen.